hier, um ein Zeugnis von Jesus zu geben. I am standing here to give a testimony of Jesus Christ. Die Menschen wissen, dass es die Bibel gibt. Die Menschen wissen auch, dass die Bibel 66 Bücher hat. Die Menschen wissen auch, dass die Bibel ein Altes Testament hat und ein Neues Testament hat. Und am Ende des Neuen Testamentes steht das Buch der Offenbarung. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht über das Buch der Offenbarung. Und darum möchte ich euch über die Offenbarung des Johannes was erzählen. I'm standing here to speak about the book of Revelation by Thron. And John, he was an apostle of Jesus, and he wrote the book of Revelation. Und das Buch der Offenbarung, da haben die Leute irgendwie Angst davor, das anzuschauen. Die Leute, die wollen das nicht lesen. Dann heißt es Apokalypse. Und da gibt es sogar einen Film, da spielt der Clint Eastwood mit. Und der nimmt sich auch ein Stück aus der Offenbarung. Und da sitzt jemand auf einem weißen Pferd und dann auf einem roten Pferd und dann auf einem schmalen Pferd. Und da kommt dann der Hauptdarsteller in dem Film, ebenso wie es im Buch der Offenbarung ist. Ja, der kommt auf einem schmalen Pferd an. Ja, da versuchen die Menschen das Buch der Offenbarung ein bisschen in den Alltag einzubringen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht notwendig, dass die Menschen das Buch der Offenbarung nicht lesen oder sich davon distanzieren. Denn das Buch der Offenbarung ist in Wirklichkeit eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung von Jesus Christus an die Gemeinde. Wenn man das Buch der Offenbarung des Johannes anschaut und wenn man es mit anderen Offenbarungen vergleicht, zum Beispiel der Daniel im Alten Testament, der hat auch Prophezeiungen gemacht und dann auch der Apostel Paulus und Petrus und andere Apostel, die haben auch Offenbarungen gehabt und das passt alles mit dem Buch der Offenbarung in der Bibel überein. Und Offenbarung, das heißt, was wird einmal kommen, was wird einmal geschehen. Und wenn man die Leute anschaut, die in der Bibel angesprochen sind, dann ist es erstens die Gemeinde Jesu, das heißt die christliche Gemeinde, die Kirche. Und das zweite ist das Volk Israel oder die Juden. Und das dritte sind die Nationen oder die Heiden. Und im Buch der Offenbarung, da geht es um die Zukunft von Christen, Juden und Nationen. Es ist den Leuten, sie können einige so Stichworte aus der Bibel. Da wissen wir zum Beispiel, da gibt es so eine Endschlacht, die nennt sich Armageddon. Dann gibt es noch eine bittere Schlacht, das nennt sich Gott und Magog. Aber in der Bibel, da ist als erstes in Kapitel 5 in Offenbarung, da geht es um den Thron Gottes. Und auf dem Thron Gottes, da wird Gott dargestellt.
Und wie wird Gott dargestellt im Buch der Offenbarung? Da ist ein Thron und von dem Thron, da geht Blitz und Donner aus und da gehen Stimmen aus und auf diesem Thron, da sitzt Gott. Und das ist nicht irgendein Gott, das ist der Gott, der uns alle geschaffen hat. Das ist der Gott, wenn ich den anschaue, dann würde ich tot umfallen. Und dieser Gott, der wird in Offenbarung in Kapitel 54 beschrieben. Das ist Gottes Thron. Und vor dem Thron Gottes, das sind 24 Älteste. Und diese 24 Älteste, die sitzen auch auf einem Thron. Und die haben goldene Kronen auf. Was ist das? Wisst ihr das? Und wir sind diese 24 Ältesten, die im Buch der Offenbarung vor dem Thron Gottes sitzen. Wisst ihr das? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Das ist unheimlich wichtig, denn ihr lebt nur eine begrenzte Zeit. Und wenn ihr nicht mehr lebt, was ist dann? Deswegen gibt es die Offenbarung, damit die Leute wissen, wie ist das dann? Okay, wenn man Gott anschaut, er hat erst die Engel geschaffen. Und die Engel, die haben die Erde bekommen, haben die Erde verwaltet und dann ist ein Engel, der wollte immer der Boss sein. Und dieser Engel hieß Luzifer. Und der Luzifer, der wollte eines Tages sein wie Gott. Ja, und da ist Gott halt nicht einverstanden, weil das geht nicht. Und dann hat der Luzifer Gott bekämpft. Und dann hat Gott den Luzifer auf die Erde geworfen, der hat die ganze Erde kaputt gemacht. Und aus Luzifer wurde der Teufel, aus Luzifer wurde Satan. Und Satan, der bekämpft heute Gott. Und Gott macht sich die Finger nicht schmutzig an Satan, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, denn er hat gewusst, dass er eines Tages auch Mensch werden wird in Christus. Und darum hat Jesus euch alle, wie er hier steht, er hat euch geschaffen, aber Gott euch braucht. Gott braucht uns. Gott hat einen Plan. Und Gottes Plan ist, dass er Satan besiegt. Und dazu hat er den Menschen geschaffen. Wenn ein gestandenes Mannsbild, der 90 Kilo hat und solche Muskeln, aber wenn der einen Baby schlägt, das ist kein Kunststück. Und Gott hätte Satan durch das Wort seines Mundes töten können. Aber das ist Gott nicht würdig. Warten Sie, ich tue das Mikrofon ein bisschen weiter rüber. Das ist Jeremy Corbyn. Man muss sofort Okay. Gott braucht euch, er braucht dich, er braucht euch, damit er Satan besiegt. Und Jesus Christus hat den ersten Schritt getan. Ja, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und du schaust schon so spektakulär. Ja, ich muss einen Beweis dafür haben, was ich gesagt habe, dass ich auch keinen beleidige. Das könnte man nicht anzeigen, dann nehme ich das auf. Ja. Okay, und als erstes, da ist Jesus Christus für unsere Sünden gestorben, obwohl er Gott ist. Ja,
aber bevor Jesus gestorben ist, hat Gott die ganzen Sünden von uns allen, von den 7,4 Milliarden Menschen, hat er alle auf Jesus geschmissen und auch die Sünden der Menschen, die in den letzten 4.000 Jahren gelebt haben. Und dann hat Gott Jesus allein gelassen. Und dann hat Jesus gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war der Punkt, wo Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Und deswegen können wir wieder vor Gott stehen. Aber Gott zwingt uns nicht. Er hat den Menschen die Willensfreiheit gegeben. Ich kann mich freiwillig für Gott entscheiden oder gegen Gott. Und die Menschen, die meisten Menschen haben sich gegen Gott entschieden und da müssen sie auch die Folgen tragen. Aber das ist sinnlos zu sagen, wie kann Gott das zulassen, dass Kinder verhungern und so weiter. Das liegt nicht an Gott, es liegt an den Menschen. Die Menschen haben Willensfreiheit und die Menschen machen das, nicht Gott. Okay, wir kommen wieder zurück zum Buch der Offenbarung. Im Buch der Offenbarung, da ist Jesus für unsere Sünden erstmal gestorben. Darum kommen wir mit Jesus klar. Und jetzt hat es sich inzwischen herumgesprochen im Evangelium, da kann ein Mensch Kontakt mit Jesus aufnehmen. Er spricht zu ihm und Jesus spricht auch zu ihm. Und irgendwann mal, wenn man Jesus anschaut, dann ist das wie ein Spiegel. Aber dann sehe ich erst, wie ich voller Flecken und Geschwüre bin. Das ist deswegen so, weil Jesus ohne Sünde ist. Und wenn ich ihn anschaue wie im Spiegel, dann sehe ich erst, was für ein Dreckskerl ich in Wirklichkeit bin. Ja, ohne Jesus würden wir uns viel zu viel einbilden auf uns. Aber mit Jesus, da sehen wir, wer wir wirklich sind. Und wenn ich Jesus anschaue und wenn ich merke, ich brauche ihn und er ist wirklich für mich gestorben, dann kann ich Kontakt mit ihm behalten und er offenbart sich mir immer mehr und das nennt die Bibel wiedergeboren. Ich bin erst aus dem Fleisch geboren, von meinen Eltern, und aus dem Geist geboren, das heißt, ich bin von Gott neu geboren. Das hat sich ja inzwischen auch in München rumgesprochen und auf der ganzen Welt. Es gibt das Evangelium, es gibt Missionare und die Menschen bekehren sich und fangen mit mehr oder weniger gelungenes Leben als Christen an. Aber wenn sie eine Weile Christ geworden sind, dann merken sie, der Alltag ist wieder da und die Versuchungen, die sind wieder da und Satan, der versucht, sie wieder wegzubringen von Jesus und dann werden sie so wischiwaschi Christen, obwohl sie von Neuem geboren sind, obwohl sie aus dem Geist geboren sind. Und ich predige hier, was die meisten von euch wissen. Ihr habt Religionsunterricht gehabt in der Schule schon, ihr habt die Bibel schon in der Hand gehabt, einige haben die Bibel gelesen schon und andere, die haben sogar Theologie studiert. Ja, und einige, die sind sogar in der Kirche Älteste geworden oder sind so oder so aktiv geworden. Aber die Leute haben heute kein Interesse mehr an Gott. Und das liegt auch hieran, zum Beispiel die kirchlichen Würdenträger in der Religion, die tun euch nichts sagen,
dass Jesus Christus wiederkommen wird. Die wollen es nicht sagen, denn wenn ich ein theologischer, religiöser, kirchlicher Würdenträger bin, also verdiene ich ja auch ein gutes Geld, ja, so viel wie ein Oberstudienrat im Monat, habe auch eine Rente, eine Pension. Und dann, wenn Jesus heute wiederkommt oder so, dann sind die ja alle arbeitslos. Und darum wollen sie das nicht, dass den Leuten gesagt wird, Jesus Christus kommt wieder. Ja, die Bibel ist zeitgemäß aufgebaut. Die ganze Menschheitsgeschichte, die umfasst etwa 6000 Jahre. Wir haben Redefreiheit in München, ohne Mikrofon ist das erlaubt. Wir seid auch eingeladen, hier zuzuhören. Dann haben wir das Alte Testament gehabt, das waren auch 2000 bis 3000 Jahre. Ja, da gab es das Gesetz nur und mit dem Gesetz sind die Leute nicht klargekommen, weil sie es nicht einhalten können. Und das hat alles auf Jesus hingedeutet. Ja, und darum hat sich damals schon gezeigt, es muss einmal einer kommen, der die Menschen errettet. Und das ist Jesus Christus. Und wenn ich Jesus Christus nicht kenne, dann kann ich mit dem Buch der Offenbarung nichts anfangen. Bitte schön. Ich? Ja, wieso? Ja, musst du beweisen. Ja, die Bibel sagt, dass Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur... Jesus Christus ist der Sohn von Maria und von Gott. Ja? Der Vater war nicht der Josef. Ja, das sage ich nicht. Die hat andere Kinder. Nein, die hat andere Kinder. Da waren einige der Brüder von Josef. Ja, okay. Und trotzdem ist Jesus für dich gestorben, obwohl du sagst, dass es alle schwach sind. Dann sagt das doch Jesus. Ich bin hier, um dich auf Jesus hinzuweisen. Ja, dann sagt, der ist hier. Der ist unsichtbar. Ja, das ist aber so. Ja, das kannst du Jesus sagen. Du traust dich bloß nicht, du bist zu feige dazu. Jesus, du bist scheiße. Ja, du musst aber ein ehrliches Herz haben. Okay, warte, kurz. Jesus, du bist scheiße. Ja, das kann Show sein, das ist vielleicht nicht ehrlich. Nein, Jesus im Buch der Offenbarung hat Augen wie Feuerflammen. Er blickt dich an und ihm ist nichts verborgen. Und er hat jetzt auch genau gesehen, du bist nur hierher gekommen, damit du ihn verscheißern. Du kannst das machen, aber Jesus liebt dich. Gott ist Liebe, 100%. Ja, und wenn einer Jesus nicht kennt, dann kann er mit dem Buch der Offenbarung nichts anfangen. Aber die Offenbarung Jesu Christi, das zeigt uns, was einmal geschehen wird. Wenn man das Buch der Offenbarung anschaut, dann im zweiten Teil sitzt Gott auf dem Thron und da wird Gott beschrieben. Und da heißt es, er ist wie ein Smaragd oder wie ein Jaspis und um ihn herum ist ein Regenbogen. Das ist aber kein halber Regenbogen, das ist ein kreisförmiger Regenbogen. Ja, wenn man Noah anschaut, nach der Sintflut, da war es ein Halbkreis, der Regenbogen, aber um Gottes Thron ist er ganz. Und dann geht von Gottes Thron, da geht Blitz und Donner und Stimmen aus und da sitzen 24 Älteste auf einem Thron, die haben weiße Kleider an, die haben goldene Kronen auf und die verbeugen sich vor Gott
und geben ihm Lob und Ehre und Preis und Heiligkeit. Und da haben jetzt die Theologen überlegt, was sind das für 24 Älteste? Da könnte das die Kirche sein, aber die sitzen ja auch auf einem Thron und haben goldene Kronen auf. Und das heißt, das sind Könige. Und die beste Auslösung ist, dass diese 24 Ältesten, dass das die Könige und Fürsten aller Engel sind. Die Engel, die verneigen sich auch vor Gott. Und was ist der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Engel? Hallo, what is the difference? What is the difference between an angel and a human being? Die Engel sind Geistwesen und der Mensch hat einen Körper, eine Seele und einen Geist. Und diese 24 Ältesten, die sich vor Gott auf den Thron verneigen und ihn anbeten, das sind Engelfürsten. Das heißt, alle Engel, die verbeugen sich vor Gott. Und im Buch der Offenbarung, da ist Gott auf dem Thron und es geht ihm um Gerechtigkeit. Wir haben in unserer Welt die Lieblingssünde, das ist eine Mischung aus Diebstahl, aus Lüge und aus die Menschen zum Teil töten. Ja, weiß jemand, wie diese Lieblingssünde heißt? Die kommt auch in der High Society vor. Da gibt es eine Sünde, aus Lüge, aus Diebstahl, das nennt sich Korruption. Die Korruption ist die Lieblingssünde der Menschen. Auf Deutsch gesagt, man bescheißt sich gegenseitig. Ja, das wird, und damit ist Gott nicht zufrieden. Gott hasst Korruption. Gott hasst Lüge, Diebstahl, Mord, Ehebruch. Ja, das kann Gott nicht ignorieren. Und in Offenbarung richtet er über das. Da wird Gottes Gerechtigkeit, die tritt auf. Und dann ist vor Gottes Thron, da sind noch 4 Gestalten. Da ist nur eine von denen wie ein Mensch. Da ist eine wie ein Mensch nur. Die andere sieht aus wie ein Löwe, die dritte sieht aus wie ein Rind, wie ein Kalb, wie ein Stier und die vierte, die sieht aus wie ein Adler. Und sie stellt die gesamte Schöpfung Gottes dar. What's the matter? Ja, ist das ein Kondom oder was? Ja, ich bin aber schon 75. Nicht eigentlich was. Ich gebe es jemand anderem. Alter, ich weiß es. Guck mal, Bart, komm mal her. Der steht doch hier, oder? Hast du eine Mine? I'm getting too old to have my thoughts now. Okay, ja, und dann sind wir vor dem Thron Gottes. Da sind 4 lebendige Gestalten. Eine Gestalt sieht aus wie ein Mensch, die andere wie ein Adler, die andere wie ein Löwe und die vierte wie ein Kalb. Ja, was bedeutet das? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Da ist der Thron Gottes und da sind also 4 Gestalten und nur eine sieht aus wie ein Mensch. Ich glaube, da ist es schon. Das ist deswegen Löwe und Kalb und Jesus, der Adler, das ist die gesamte Schöpfung. Jetzt mal eine Frage an euch. Hallo, hallo, ich frage euch mal was. Bei Gottes Gerichte sind die Fische nicht drin. Das ist doch warum sind die Fische
nicht gerichtet vor Gott. Museum, oder was ist das? Hallo, warum sind die Fische, zum Beispiel als die Sintflut war, nicht ums Leben gekommen? Ja, weil sie im Wasser geschwommen sind. Ja, die Fische, die wurden nicht getötet. Ja, weil sie bei der Sintflut nicht ertrunken sind. Okay, und jetzt an dem Thron Gottes, der sieht aus wie ein Diamant. Ja, die Frauen zum Beispiel, da magst du Diamanten. Jederzeit. Ich bin in YouTube drin, da habe ich in 42 Videos. Wir müssen auch schon Friedeberg auswählen. Dann ganz darauf, ja, ist mir egal, ich bin zu alt. Ja, und das ist brillant, also ein brillantes Gott. Und das bezieht sich auf das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus ist wie ein Diamant. Ja, das ist brillant. Und dann ist Gott auf dem Thron. Der sieht nicht nur aus wie ein Brillant und ein Saphir, der ist auch noch wie ein blutroter Edelstein. Und ein blutroter Edelstein ist das Blut des Jesus Christus, für uns vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Das ist die erste Reaktion, aber ja, und darum ist Gott auf dem Thron, ist heilig. Gott ist absolut heilig. Und diese Ältesten und die gesamte Schöpfung und alle Engel, die sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Allmächtige. Und was heißt heilig? Heilig heißt anders, abgeschieden sein. Gott ist total anders, als wir glauben. Und darum sitzt Gott auf dem Thron. Und das ist die Offenbarung. Leute, lest die Offenbarung. Ja, das ist wichtiger als alle anderen Sachen. Und die Offenbarung des Johannes in der Bibel, die sagt euch, wo es weitergeht. Und jetzt noch etwas, was die wenigsten Christen wissen. Ja, die Christen wissen, ich muss von neuem geboren werden, ich muss mich in Jesus Christus hingeben, dann erlöst er mich und dann vergibt er mir die Sünden und durch sein Blut sind mir die Sünden vergeben. Das ist aber erst ein Anfang. Es geht noch weiter. Wie geht es weiter? Ja, wenn ich von neuem geboren bin, dann bin ich anders. Dann muss ich auch anders leben. Dann muss ich das Werk Gottes mittun. Wenn ich Christ bin, dann muss ich auch was tun. Ja, da kann ich nicht so mich dann verkriechen und mein Licht an den Scheffel stellen. Ja, dann muss ich auch an die Öffentlichkeit gehen. Deshalb, das Licht darf nicht an dem Scheffel stehen. Ein Leuchter hält Licht auf. Und wenn ich Christ bin, dann muss ich auch christlich leben. Ja, dann muss ich auch dessen wert sein, ja, dass Gott in Christus Jesus für mich gestorben ist. Christsein heißt auch christliche Werke tun. Ja, und leider, viele wiedergeborene Christen, die bleiben hängen. Ja, die tun das Werk nicht, das Gott von ihnen erwartet. Und deswegen ist das Volk, das ist äußerst misstrauisch, die sind skeptisch, die trauen den Christen nicht über den Weg, ja, weil die Christen nur ein Teil tun. Weil die Christen widersprechen sich oft selber. Da gibt es also viele Christen, die sagen, ein jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Das steht in Epheser drin oder in Philippa. Und aber in der Praxis, da leben sie so, dass sie achten sich selbst höher als jeder andere. Und das ist ein Widerspruch. Ich kann nicht predigen,
achtet alle anderen höher als dich selbst und dich selbst achte nicht höher als den anderen. Das bringt nichts. Und viele religiöse Würdenträger, die sind Christen, die sind hängen geblieben. Die stagnieren, die werden religiös, die werden lau. Und Jesus Christus sagt, wenn du heiß wärst, okay, wenn du kalt wärst, auch okay. Aber wenn du lau bist, nun will ich dich ausspucken aus meinem Munde. Jesus Christus findet laue Christen zum Kotzen. Wenn du Christ bist, könntest du dein Gesicht zeigen. Da in Österreich, wenn eine Frau bloß ihre Augen hat, dass man sie sehen kann, die muss 150 € Strafe zahlen. Ja, stellt euch vor, ich habe ein Passbild und da sind nur Augenschlitze. Ja, man muss den Mut haben, das Gesicht ganz zu zeigen, aber bitte nicht übel nehmen. Ich liebe Moslems. Ich bin mal im Iran gewesen, 1967, kann auch auf Iran zählen. Jektu seht Shahar Khan, Shish Hasht Hasht Nuda, das ist von 1 bis 10. Dann gibt es Halit Shitoras, Halit Rovas, wie geht's? Ja, mir geht's gut und so weiter. Und ich liebe die Menschen im Iran. Aber der Iran braucht Jesus Christus. Die Kanzlerin, die hat gesagt, Deutschland braucht den Islam. Na gut, Deutschland braucht den Islam, damit wir sehen, wenn man es nicht braucht. Aber Deutschland braucht Jesus. Und der Iran braucht Jesus. Und Arabien und die Türkei und der Balkan und die brauchen alle Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist alles. Okay, und das Problem ist, dass viele Christen, ja, die finden Jesus zum Trotz, ja, weil sie die Werke nicht tun, die Gott erwartet. Da gibt es in der katholischen Kirche einige wenige, ja, die haben Gottes Werk getan, Augustin oder wie die hieß, die wurden dann heilig gesprochen, ja, das war eine minimale Anzahl. Aber Gott sagt, jeder Christ, der muss auch ein Werk tun. Und wenn ich das Werk getan habe, das Gott von mir erwartet, Gott hat auch etwas mit dir vor. Und wenn du das tust, dann bist du mit Gott im Reinen. Und wenn du es nicht tust, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht gut. Man muss frei werden innerlich. Ja, und wenn ich Gottes Werk getan habe, was Gott von mir erwartet, und wenn ich gehorsam zu Gott bin, dann kann ich mit Jesus Christus im nächsten Zeitalter die Welt regieren. Das nennt sich das 1000-jährige Reich, ja, das nennt sich ein Millennium. Ja, da tun die ganzen Filmschauspieler und die Leute, die irgendwie so Fantasy-Geschichten machen über Apokalypse und so weiter, die haben auch so eine Ahnung, da kommt mal so ein Friedensreich und Gott sei Dank, wenn ich ein Überwinder bin. Habt ihr irgendwelche Fragen? In München. Nee, also, wenn ich trinke, dann ist kein Alkohol. Ja, aber später ist das. Nee, also ich habe keine Religion, ich habe Jesus. Ja, und Jesus kannst du nicht eintreten. Ja, du kannst sagen, du liebst mich, ich liebe dich auch. Ja, jetzt der ist unsichtbar hier, das ist der vierte Dimension. Die dritte Dimension ist Länge, zweite Höhe und die vierte Dimension ist Geist. Ja, und Jesus ist hier. Es liebt euch alle und er liebt euch. Ja, aber sein Geist ist hier und arbeitet.
Und der hat dich heute angeführt. Und lies mal das Buch Offenbarung. Und wer läuft den Spaß mit dem Herr? Weil Jesus war auf der Hochzeit. Und da hat er aus Wasser Wein gemacht. Der Schnaps nicht, aber Wein, aber teuren. Ja, und wir haben Aus 5 Minuten und 2. das war später, hat er 4.000 Menschen gefallen. Ganz genau. Ja, aber wir haben aus Wasser Wein gemacht. Waren es Ja, ab 12 Körbe. richtig. Aber wir haben aus dem Wasser Wein gemacht. Er hat etwas von sich hineingetan. Er hat etwas von sich hineingetan. Hat zum Beispiel eine Frau hat den Rock angefasst. Ja, hoffentlich sieht er nicht. Hat er so gemacht. Hast du den Arsch noch gesprochen? Sagte, nein, irgendeiner wollte die Kraft fahren. Ja, und dann geht nach Hause, er hat Kraft und er hat mit seiner Kraft, hat er in das Wasser getan, dann wurde es Wein. Da hat er aber erst den Leuten gesagt, er hat sich die Hände gewaschen, ein dreckiges Wasser, das waren 12. Das ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Auch wenn ihr feiert, du hörst von Jesus. Und wenn du aber das muss der echte Jesus sein. Der Herrscher des Universums. Okay. Jesus hat als Wasser Wein gemacht, indem er etwas von sich in das Wasser getan hat. Okay, ich will für heute aufhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht euch mal Gedanken über das Buch der Offenbarung des Johannes. Was will der wirklich sagen? Da geht es um die Zukunft der ganzen Menschheit. Da geht es um die Geschichte. Und die Zukunft der Menschheit, die liegt in Christus Jesus. Amen.